Hallo und willkommen zurück bei den PS-Tipps. Heute geht es um den Windcheck. Falls ihr euch mal unsicher sein solltet, ob euer Artikel zum Fahrzeug passt, ist es für uns möglich, die Artikel anhand einer Fahrgestellnummer rauszusuchen. Dazu brauchen wir eine 17-stellige Fahrgestellnummer oder auch, wenn es ein Standmotor ist, eine Aggregatnummer, um dann die Artikel zu identifizieren. Die Fahrgestellnummer findet ihr in jedem Fall im Fahrzeugschein, aber auch am Fahrzeug, zum Beispiel am Chassis oder in der Tür, je nach Fahrzeughersteller könnt ihr die identifizieren. Wenn ihr euch da nicht sicher seid, wo ihr die findet, bitte einmal eine Info, dann können wir euch da auch helfen. Beim Getriebe oder Motor ist es so, dass ein Typenschild am Motor angebracht ist oder auch eine Gussnummer. So können wir euch den Artikel auch identifizieren. Hier befinden wir uns jetzt in der Startseite. Hier unter Topic gibt es mehrere Auswahlmöglichkeiten. Da haben wir einmal Vehicle and Parts Identification, da sind wir genau richtig. Wählen das aus. Hier unten kann man die Chassisnummer eingeben, die Artikelnummer. Hier kann man auch Bilder hochladen, da könnt ihr zum Beispiel die Typenschilder vom Motor oder die Fahrgestellnummer, Bilder von der Fahrgestellnummer hochladen. Und dann schickt ihr das ab und wir können euch helfen. Desto mehr Informationen wir haben, desto besser können wir euch natürlich unterstützen. Der wichtigste Hinweis nochmal zum Schluss. Bitte gebt uns 17-stellige Fahrgestellnummern, damit wir euch direkt unterstützen können. Aggregatnummern und Motornummern können von der Anzahl der Zeichen abweichen, aber Fahrgestellnummern müssen 17 Stellen betragen. In diesem Fall wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Arbeitstag und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf eure Anfragen. Ciao!